Ihr wollt das hier im Gelände machen können, habt aber ein Motorrad ohne abschaltbares ABS, dann gibt es zwei einfache und eine gute Lösung dafür und die zeige ich euch hier. Aber erstmal hallo aus dem neuen Studioraum. Der Umzug ist geschafft und von hier aus wird es dann öfters Videos geben in nächster Zeit. Wollte ich euch einfach mal zeigen, da bin ich nämlich gerade echt stolz drauf. Worum es aber heute geht, ist eine Frage, die mir der Thomas per E-Mail geschrieben hat, und zwar, wie ich das mit dem ABS gelöst habe. Das ist jetzt natürlich am Beispiel meiner Super Tenere, kann man aber übertragen auf viele andere Motorräder, die mit ABS versehen sind, was man aber nicht abschalten kann. Deswegen gehen wir jetzt mal runter und schauen es uns an. Die erste Methode ist noch eine der einfachsten. Und zwar bringen wir das ABS einfach zum Spinnen, indem wir die Maschine auf den Hauptständer stellen, den Motor anmachen und dann den zweiten Gang einlegen. Und jetzt das Motorrad so lange laufen lassen, bis das ABS komplett versagt. Die Vorteile hierfür liegen natürlich klar auf der Hand. Ihr braucht nicht besonders viel, ihr müsst nichts basteln und es kostet auch nichts. Der riesen Nachteil hier dran ist, das funktioniert auch nur bis zum nächsten Motorstopp. Sobald ihr mal anhaltet und weiterfahrt, ist das ABS wieder da. Das heißt also, wenn ihr irgendwo mitten im Gelände steht, kann es sein, dass es richtig schwierig wird, mit dieser Methode das ABS wieder auszuschalten. Und es ist natürlich ein Riesenaufwand. Deswegen kommen wir auch zur zweiten Methode, die weniger aufwendiger ist, aber ein bisschen dauerhafter. Und zwar die, bei der wir die Sicherung ziehen. Dafür muss ich bei mir aber erstmal an den Sicherungskasten, der ist nämlich hier unter einer Menge Plastik verbaut. Also dauert es einen Moment. Genau hier ist nämlich die Sicherung bei mir zum Beispiel für das ABS verbaut. Und wenn wir die Sicherung ziehen, unterbrechen wir die Stromzufuhr für das ABS-Modul, wodurch es einfach nicht mehr arbeiten kann. Und damit haben wir dauerhaft das ABS abgeschaltet. Hierbei muss man natürlich beachten, dass wir dann noch kein ABS haben, wenn wir es vielleicht brauchen. Also nicht unbedingt die beste Lösung, aber wenn man weiß, dass man den ganzen Tag im Dreck unterwegs ist, auch ganz akzeptabel. Und wenn wir das Beste aus beiden Lösungen haben wollen, kommen wir zur dritten Methode. Und zwar habe ich einfach zwei Kabel genommen, Flachstecker vorne an die Kabel dran gekrimpt oder gelötet und die Sicherung noch mit reingepackt ins Kabel, damit wir nicht ohne Sicherung fahren. Kurzer Einwand aus dem Studio, dass die Kabel in den Steckplatz der Sicherung fürs ABS gesteckt werden, sollte glaube ich klar sein, aber ich dachte, ich erwähne es einfach nochmal. So, zurück zur Garage. Und diese zwei Kabel gehen durchs Motorrad ins Cockpit zu einem Zweiwege-Tastschalter-Kombi-Schalter, der dafür sorgt, dass auch genau einfach nur diese Stromzufuhr zum ABS-Modul unterbrochen wird. Warum ich jetzt so ein Zweiwege-Tastschalter-Kombi-Ding genommen habe, das erkläre ich euch jetzt. Wenn wir nämlich einfach den Tastschalter nehmen, kann ich bei der Fahrt oder wenn ich irgendwo ein kurzes Stück Gelände habe, einfach den Tastschalter gedrückt halten, das ABS geht aus und sobald ich ihn loslasse, springt er wieder auf den Nullzustand zurück. Das heißt also, wenn ich den Motor aus und wieder einschalte, ist mein ABS wieder vollkommen da. Wenn ich hingegen aber weiß, dass ich eine längere Zeit Offroad fahre, kann ich einfach den Schalter umlegen in die entgegengesetzte Richtung und das ABS ist komplett aus, so lange, bis ich den Schalter wieder umlege. Das heißt also, ich habe die erste und die zweite Möglichkeit kombiniert und das bequem vom Fahrersitz aus. Und mit der Auswahl dieser 3 kleinen Tipps seid ihr für die nächste Offroad-Tour richtig gut gewappnet. Ich werde euch übrigens den richtigen Schalter unten in der Beschreibung verlinken, genauso wie meine Webseite, wo ihr diese richtig stylischen Pullis findet, die euch bei der nächsten Tour warm halten können. Und wenn ihr noch weitere Ideen für Modifikationen braucht, dann klickt hier. Bis zum nächsten Mal.